southern part of Frankfurt called Sachsenhausen, famous for its picturesque old buildings and not least for its apple wine. The most famous landmark of Sachsenhausen is the neo-Gothic Dreikönigskirche, the Church of the Three Kings. This parish was one of the first to embrace the Protestant faith after the Reformation, and the first Protestant minister was employed here as early as 1531. Vor uns liegt die Alte Brücke, erstmals urkundlich erwähnt im 13. Jahrhundert. Mehr als 600 Jahre lang war sie die einzige Brücke in Frankfurt. Johann Wolfgang von Goethe beschreibt in Dichtung und Wahrheit die alte Brücke seiner Heimatstadt. Am liebsten spazierte ich auf der großen Mainbrücke. Der schöne Blick flussauf und abwärts zog meine Blicke nach sich. Und wenn auf dem Brückenkreuz der goldene Hahn im Sonnenschein glänzte, so war es mir immer eine erfreuliche Empfindung. In Frankfurt geht die Kunst übrigens auch ins Wasser. Der Portikus etwa rechter Hand an der Alten Brücke, gebaut nach Entwürfen von Christoph Meckler und finanziert von der Stiftung Giersch, präsentiert junge, zeitgenössische Kunst. Ein Hingucker bei Nacht sind die wechselnden Lichteffekte, die man schon von weitem durch das große, steile Glasdach hindurch erkennen kann. Ahead of us is the Alte Brücke, the old bridge, first mentioned in documents from the 13th century. For more than 600 years, this was the only bridge in Frankfurt, and the bridge toll ensured that Frankfurt's coffers were filled at all times. In his memoirs, Frankfurt's great poet Johann Wolfgang von Goethe writes about the old bridge. Best of all, I liked walking on this big bridge across the Main. The beautiful views up and downstream caught my eye, and when the golden rooster on top of the bridge's cross gleamed in the sunlight, it never failed to delight me. On your right-hand side, adjacent to the old bridge, you can see the portico, which was designed by the architect Christoph Metzler and financed by the Giersch Foundation. The portico is home to contemporary artifacts and a real eye-catcher, especially at night, when changing lighting effects illuminate its glass roof in the dark. Wir durchfahren gleich die Ignaz-Bubis-Brücke. Links oberhalb der Brücke steht ein klassizistischer Portikus, ganz in strahlendem Weiß. Der Eingang zur alten Stadtbibliothek. Diese wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Heute beherbergt das rekonstruierte Gebäude das Literaturhaus, beliebter Treffpunkt von Literaturfreunden aus aller Welt und aparter Schauplatz von Lesungen. Kurz danach sehen Sie die Flößerbrücke aus dem Jahr 1964. Sie ist die einzige Brücke, die in Frankfurt schräg über den Main führt. We are now passing the Ignaz-Bubis Bridge, the upper main bridge. Just after the bridge on the left, you will see a neoclassical white portico, which used to serve as the main entrance to Frankfurt's former municipal library. Unfortunately, the library was destroyed during World War II. Today, the reconstructed buildings host Frankfurt's so-called literature house, which serves as a venue for public reading and has become a popular meeting point for literature enthusiasts. Shortly after this, we pass the modern Flößerbrücke, the Rathsman's Bridge, which was built in 1964. This is the only bridge in Frankfurt that runs diagonally across the River Main. Voraus rechter Hand sehen Sie das Deutsch-Herrenuferviertel, ein attraktives Wohn- und Büroviertel. Linker Hand das wohlgebiet Wesener Berg, ebenfalls
als ein attraktives Wohngebiet. An beiden Ufern entstanden, nahezu symmetrisch angelegt, elegante, mediterran anmutende Wohngebäude, sogenannte Wohnhäuser. In ihrer Grundform identisch bezieht jedes Gebäude durch unterschiedliche Gestaltungsdetails und Materialien ganz eigenen Charme. Der imposante rote Backsteinbau auf der rechten Seite, dessen zahlreiche Goldzinnen bei Sonnenschein mächtig funkeln, ist das Main Plaza Hotel und Boarding House. Aus seinen oberen Stockwerken heraus bietet es einen wirklich fantastischen Blick auf ganz Frankfurt. Up ahead on the right, you can see the district known as the Deutsch-Herrenufer. This area has been newly developed and renovated into attractive residences and office buildings. On the left embankment, there is a similar new development, the residential estate Weseler Werft. Both building developments feature similar symmetrical Mediterranean-style housing blocks. Each house is characterized by the same basic shape, but utilizes different design features and materials. The imposing red brick tower on the right-hand side is the five-star Main Plaza Hotel. The golden pinnacles of the hotel often gleam in the sunlight, and unbeatable views of Frankfurt's skyline can be seen from the upper floors of the towers. Können Sie schon die Türme der Europäischen Zentralbank sehen. Diese befinden sich auf dem alten Gelände der Frankfurter Großmarkthalle, deren Betrieb hier 2007 eingestellt wurde. Die alte Großmarkthalle steht unter Denkmalschutz und verschmilzt in Teilen auch mit dem in sich verdrehten Hochhaus samt Groundscraper zu einem Gesamtensemble. Das 201 Meter hohe Gebäude entwarf das Wiener Architektenbüro Coop Himmelblau. Am 18. März 2015 wurde das Gebäude der EZB offiziell eingeweiht und beherbergt nun über 2000 Mitarbeiter. Direkt am Ufer und am Fuße der EZB befindet sich das Restaurant Osten mit einem Gebäude, welches einen alten Verladekran integriert und die Basis für die Terrasse des Gebäudes bildet. To your left, you can already see the towers of the European Central Bank. This building is 201 meters high and was erected at the former site of Frankfurt's fruit and vegetable market. It was designed by the Viennese architects Coop Himmelblau. As the old market hall is a listed building protected by a preservation order, its remains were integrated into the design of the bank's new home. Loading frames, which in turn is the base for the building's roof terrace. Tāpēc, ka viņi atkal, ka tu atrodies uz laiku, uzturies uz laiku ārzemēs un datortos nevis, kas tiek pieslēgts, viņš nevar būt. Un jūs ņemat tos vietējos kaut kādā? Ir pieslēgumi, man bija pieslēgums, es paņēmu. Sanī pagāju. Es paņēmu pieslēgumu, bet ar pieslēgumu sāku. Vor uns liegt nun die Osthafenbrücke. Zusammen mit der Onselbrücke im Anschluss verbindet sie den Frankfurter Osten nördlich des Mains mit Sachsenhausen. Am 10. Dezember 2013 wurden die renovierte Onselbrücke und die Osthafenbrücke eingeweiht und somit dem Verkehr übergeben. Frankfurt's newest bridge is the Osthafenbrücke, the East Harbour Bridge. Together with the adjacent Hansa Bridge, the East Harbour Bridge serves to connect Frankfurt's East End with Sachsenhausen in the south and features 3 lanes for road traffic as well as lanes for cyclists and pedestrians. Designed by the architect Ferdinand Kleider, the suspended steel deck arch bridge was completed and inaugurated in December 2013, and its total construction costs are estimated at around €42 million. Vor uns liegt nun die Einfahrt zum größten Binnenhafen der Stadt. Der Frankfurter Osthafen wurde 1909 geplant und schon 1912 feierlich eröffnet.
Die Kosten betrugen die gewaltige Summe von 50 Millionen Goldmark. Das sind in heutiger Währung immerhin etwa 2 Milliarden Euro. Damals entstand der Unterhafen mit 2 Hafenbecken und einem Wendebecken. Im nördlichen Hafenbecken werden Baustoffe wie Sand und Kies sowie Recyclingmaterial wie etwa Altholz verladen. In den letzten Jahren wurden große Anstrengungen unternommen, den Osthafen neu zu strukturieren und zu modernisieren. Damit wurden die Voraussetzungen geschaffen, dass der Osthafen auch in Zukunft seinen vorderen Platz unter den immerhin 100 deutschen Binnenhäfen behaupten kann. In den letzten 5 Jahren wurden in Frankfurt jährlich rund 1500 Schiffe be- und entladen, rund 2 Millionen Tonnen an Gütern und nahezu 40.000 Container beschlagen. Große Bedeutung hat auch der Schiffsverkehr von und nach Osteuropa über den Main-Donau-Kanal. Übrigens kann man im Osthafen wunderbare Jugendstilarchitektur entdecken, das kaum jemand weiß. In front of us is the entrance to the city's largest inland port, the East Harbour. This harbour was built 100 years ago at the cost of 50 million gold marks, the equivalent of about 2 billion euros today. The harbour consists of 2 docks and a third turning basin. Here, in the northern dock, the most frequent cargoes are sand, gravel, and recycling materials such as matured timber. During the last years, strenuous efforts were made to restructure and modernize the East Harbour in order to make it compatible with the requirements of modern technology and logistics. This will ensure that Frankfurt can maintain its position in the top league of Germany's 100 inland harbours. Over the last 5 years, a yearly average of 2,500 vessels were loaded and unloaded in Frankfurt, shifting approximately 3.5 million tons and nearly 40,000 containers of goods. Also of great significance is shipping transport to and from Eastern Europe via the Main-Danube Canal. This harbour contains some very fine examples of Art Nouveau architecture, such as the Honsel Bridge, whose arches are decorated by pretty Art Nouveau elements.